You have any plans for weekend liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore's immaculate. Weekend liberty canceled. 2-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Eine himmlische Ehe. All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Goddamn captains make me resubmit the paperwork. Kurz und schmerzlos die Einweisung. Und wir müssen zu Ray's Café. Café? Hat Bukowski gar nichts zu sagen. So, ungewöhnlich für ihn, dass der Kollege so ruhig ist. Na gut, dann fahren wir mal dorthin. Oh, ich sehe neue Autos. Warte mal. Einfach nur damit die... Ist das dasselbe? Ja. Einfach nur damit die bei uns im Fuhrpark sind. Wir nehmen aber dann unseren normalen Dienstwagen, möchte ich mal sagen. So, Chevrolet Pickup 2. 6 von 9. Bukowski, komm. Oh. Ist immer erstaunlich, dass immer ein Fahrzeugtyp dann rumfährt. Jetzt siehst du nur so eine Dinger. Vorher gab es die gar nicht. Na gut, dann geht's mal los. Was ist denn mit Bukowski los? Looks like the DA is gonna press charges. And Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes conviction. I'll convince him to let me go. How do you do that? I'll give him something better. Oh. Okay, da geht's gar nicht rein. Aber es ist irgendwo im Hinterhof. Gott, wo fahre ich denn hier rum? Wo ist denn dieses Café? Ach, hier. Alles klar. Morgen. Race Café. 4:35 Uhr. Detectives, over here. Ja. Cole Phelps, traffic. What have we got? Thick as a white male named Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there, and he ended up here, dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar, name is Shannon Perry. No,
It's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now, we're gonna take a look around. Gucken wir uns doch erstmal um. Was haben wir denn hier? Da liegt ein Hut. Der wird aber wahrscheinlich nichts aussagen, oder? Ich drehe ihn, aber nichts passiert. Okay. Die Leiche. Dazu kommen wir später. You should take a look at the body. Poor guy didn't stand a chance. Ja, der arme Mann. So, wir können ja mal von Anfang an anfangen. Also, Bremsspuren. So the driver managed to brake before the impact. Ja, ach so, das ist richtig. Blut. Hier wurde er getroffen. This blood is a long way from the body. Car must have been going like a bat out of hell. Ja, okay. Also, gebremst. Da hat er ihn getroffen und dann ist er abgehoben und hier lang geschlittert. Eieiei. Aber lange Blutspur. Body traveled a good 20 feet. Ja, wenn man jetzt Physik könnte, könnte man ungefähr wahrscheinlich ausrechnen, wie schnell das Auto war. Hier ist übrigens auch das Fahrzeug da weggefahren. Macht aber keinen Unterschied. So, reden wir mit dem... Oh, Corona heißt das auf Englisch. I made a preliminary examination. You probably want to take a look, then we'll talk. Okay, dann untersuchen wir die Leiche. Landed on his face and ended up here. The car must have struck him from behind. So, Gesicht. Halt okay. Also, naja, okay, ist hier nichts mehr, ist er tot. So, Hände, irgendwas in der Hand. Ne, zumindest hier nicht. Andere Hand kann ich, ja, sehr gut. Auch erstmal nichts, nicht verheiratet anscheinend, weil keine Ringe. Ne, runter. Ja, fangen wir mit der linken Tasche an, also mit der rechten von ihm. Naja. Führerschein Lester Patterson. 182 North Hope Street, weiß, männlich. 36, 173. Steht da 36 Jahre? We can notify next of kin. Also ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob diese Ausweise früher wirklich so aussahen, aber wenn das tatsächlich der Fall ist, dann müsste ich ja jedes Jahr, wenn ich Geburtstag habe, mir einen neuen Ausweis machen lassen. Weil Age ändert sich ja jedes Mal. So, ein bisschen Geld. Können wir beklauen? Nein. Hat sogar eine eigene Brieftasche. Also hier mit Lester Patterson signiert. So, andere Tasche. Irgendwas drin? Feuer- und Lebensversicherung. Lester Patterson, bla bla bla. Sehr geehrter Lester Patterson, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir Ihren Antrag 14F erhalten haben und die vorläufige Prüfung ergeben hat, dass wir Ihre Prämie Lebensversicherung Police von wöchentlich 3,70 auf 5,90 erhöhen können. Die Erhöhung tritt ab 1. Januar 47 in Kraft, während unser Standardpolice zur Veteranenversorgung einen Gesamtauszahlungsbetrag von $10.000 im Todesfall oder bei dauerhafter Erwerbsfähigkeit bietet, garantiert diese neue Versicherung ihren Anspruchsberechtigten eine Auszahlungssumme von $16.000. What the fuck? Life, thank you and wish you good health and security for the future. Curtis Benson, Vice President. As life insurance. Übrigens, was mir aufgefallen ist, kann man drauf zeigen, wenn ich jetzt einen Mauscursor hätte, würde ich drauf zeigen, da ist ein Loch in der Brust. Und zwar so links von der Tasche. Wenn ich jetzt den Mantel nochmal zur Seite ziehe, dann kann man das übrigens auch sehen. Durch die Leiche durch ist ein Loch. Achtung, zack, da ist ein Loch. Cole, Phelps, da ist ein Loch. Da ist ein Einstichloch. Da. Geh hoch. Das ist ein Einstichloch. Phelps. Nein. Nein. Mann, er sieht's nicht. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact.
What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Ah, okay. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Gut, also er hat's doch gesehen. Er hat's doch gesehen. So, Bukowski. Gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Ich muss tatsächlich zugeben, wie gesagt, ich kenne das Spiel. Und das ist eine Sache, die findet man nicht immer sofort. Also ich hatte ja schon mal erwähnt, bei dem Juwelen... It's all yours, Detective. Ja, okay. War ja kein Juwelenraub, sondern der Typ, der vor dem Juwelenladen da ermordet wurde von dem Juden. Dass man sich auch mal Mülleimer angucken sollte. So, das geht hier nicht. Aber... Also hier ist die Bar, wo es anscheinend passiert ist. Wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Und was sehen wir hier? Ein Messer. Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwann muss es ja mal losgehen. A knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit-and-run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Das ist auch nochmal so ein Hinweis. Ja, das ist die Flasche. Wir können uns ja auch mal kurz umgucken, ob hier noch irgendwas ist. Aber sieht erstmal alles gut aus. Hier gibt es, glaube ich, genau einen Hintereingang zur Bar. Oh, das sind das. I'll take the bartender. You work the rest of the room. Ach, guck mal an. So this is why everybody comes to Ray's. Illegales Pokerspiel. War meiner Meinung nach zu der Zeit verboten. Ja, ich glaube, telefonieren können wir noch nicht. Ladies, können wir auch nicht rauf. Hello, hello, good evening. Real happiness is when you marry a girl for love and you find out later she's got money. Wer hat denn das gesagt? Er? Oh, krieg mal eine Zeitung. Ach, hier der Shrink, der Doktor, wie hieß er? Fontaine. Prominenten Psychiater verspricht geistigen Durchbruch. Courtney, come in. Have a seat. Thanks, Doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Ach, der Doktor. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat auch ein bisschen Dreck am Stecken. So, Barkeeper oder die Dame draußen? Wir reden erstmal mit der Dame draußen. Hallo. Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Der Augenzeugenbericht. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Okay. Ja, okay, weiter. Then what happened?
I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Okay. Beschreibung des Fahrzeugs. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Okay, ja. Glauben wir ihr natürlich. Did you see the license plate? Only the first 3 letters, I'm afraid. 3C8. Hervorragend. Streit mitgehört. Tell me more about the argument you heard. Well, there were 2 voices. A man and a woman, that's all. Mhm, ja, okay. Sie denkt sich auf jeden Fall was aus. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress, and things look pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. Jo. Okay, war also wahrscheinlich doch gut, dass wir mit ihr erstmal gesprochen haben. Wir können jetzt schon telefonieren, aber ich würde sagen, wir quatschen erstmal mit dem Barkeeper. Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Rechtsklick. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Wir haben diese Zeitung schon gesehen. So, jetzt aber nochmal neu. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Mhm. Also die Frau von dem Toten draußen. Fahrerflucht. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Ach, das ist doch aber nicht die Wahrheit. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Mhm. Beziehung zum Opfer. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Ja, okay. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Mhm. Streit in der Bar mitgehört? A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Okay. Er freut sich so. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy? Leroy Sabo, the owner. Mhm. Gemeinsames Geschäftsvorhaben. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Ach Gottchen, das glaubt ihm doch keiner. Bartenders hear all sorts of things. Are you gonna tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Mhm. Okay. Gut, dann telefonieren wir mal kurz. Also ich würde gerne wissen, wo diese Pattersons wohnen.
Und nach dem Nummernschild würde ich Operator, gerne give fragen. me dispatch. Obwohl, ich weiß doch, wo die Pattersons wohnen. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks for your help. Looks like we caught a break on this one. Okay, haben wir. Ja, ich denke, wir sind durch. Wo ist mein Auto? Also, meins. Unser Auto. Tschüss. Catch all the good ones, Phelps. Was? Wen habe ich gecatcht? Ja, kannst du ihn einpacken. Ich brauche ihn nicht mehr. Den Leichnam. Pattersons Wohnsitz oder Sheltons Wohnsitz? Komm, wir fahren jetzt mal zu dem Fahrer. Was? Hat jemand was gesagt? Lucky. You know, this isn't a tank, Phelps. Mann. Lucky break getting a partial ID. These cases are usually dead in the water after 24 hours if no one comes forward. Why don't they just stop? You heard about fight or flight during the war? Sure. Never back your enemy into a corner. That kind of stuff. Right. Well, in a hit and run, the perp is already in flight. It's easier to keep going. It takes a degree of moral courage to stop and accept responsibility. You're not as dumb as you make yourself out to be, are you, Stefan? I didn't know I was making myself out to be that. So, hier irgendwo wohnt der Kollege. Ich habe keine Ahnung wo. Sheltons Wohnsitz. 4:56 Uhr am Morgen. Ach, da steht auch schon das Auto. Warum ist Bekowskis Hut im Dach drin? Was war denn das jetzt für eine Aktion? Warum gehen wir denn nicht einfach hoch zu ihm? That's the son of a bitch right there. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. That coward thinks he can run from everything. Boah, das war schon wieder so schlecht. Warum nehmen die den denn nicht einfach gleich fest? Vorsicht! Enough games, Phelps. Take this guy out. Land to his wheel arches. Ja, ich bin noch dabei. Entschuldige bitte. No wonder he killed someone driving like this. Ach, bei Mafia konnte man schön auf die Reifen. Let that asshole get away. All right, I give up. Na, hoffentlich. Oh, ich klemmer an der Tür. And we're done. Put your hands where I can see them. That was a vehicular manslaughter rap sound, Shelton. I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge.
Mhm. Leave the coroner and the paperwork. Procedure can wait. We should probably go speak to the wife and let her know what's happening. Ja. Okay. You become all part of the prospect of paperwork. Na, jetzt hier mit das Patterson verständigen. Ja, würde ich gern machen. Mann, also wirklich. Das war so unnötig, diese Verfolgungsfahrt. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber wir sind auch gerade am Ziel. Nee, machen wir später. Oh mein Gott, Vorsicht. Ich weiß gar nicht, ob die Leute wissen, dass das ein Polizeiauto hier ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Wir müssen abbiegen. So, wo wohnt die denn? Ja, wahrscheinlich die andere Seite. Ja. Wohnsitz der Pattersons. 9 Uhr. 3,5 Stunden, nachdem ihr Kerl tot ist. Sehr ungünstig. Warte mal, wir können uns ja erstmal ein bisschen umgucken. Müsst ihr nicht immer gleich in die Wohnung rein? Hallo? Hallo? Wer seid ihr? Hallo? Alter. Agent Smith oder was? Aus der Matrix, auch hier. Okay. Ich sehe keinen. Na gut. Gehen wir mal rein. Oder klopfen erstmal. Hallo? Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Wow, die sieht da richtig traurig aus, dass ihr Mann tot ist. Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in '44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Ach, okay. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Zumal immer noch diese Lebensversicherung ja auch im Hintergrund ist, ne? Was? Mit Leertaste kann ich die Verdächtige beobachten? Ich würde ihn gerne beobachten. Ich finde ihn viel schlimmer als sie. Wobei, naja, weiß man nicht. So, Fahrerflucht. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Er lief direkt vor einem... Das stimmt nicht. Was haben wir denn? Wir haben roter Lincoln, Geldbeutel, Versicherungsnummer, Berichts, blutiges Messer, Streit mitgehört. Mögliche Geschäftspartner... Nee, Streit mitgehört. Zeugen berichten von einem Streit vor dem Unfall. Ah ja, okay. Dann können wir schon mal sagen, sie lügt. You're lying, Lorna. You pushed him in front of the car. If you think you can prove that, I suggest you arrest me now. Ich habe die Aussage von dem Fahrer noch nicht.
would have loved to push him under a car many a time. But not this time. Ah. Ärgerlich. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Ist das jetzt Anzweifeln? Also ich habe ja die Aussage von der Uschi. Also klar, anzweifeln kann ich's, aber... Alter, ich nutze Intuition. Ja gut, da muss ich anzweifeln. Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. Okay, Partnerschaft mit Leroy. The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Das ist auch nicht richtig. Also glaube ich zumindest nicht. Versicherungsbrief, Geldbeutel, Tasche vielleicht am... Komm, wir zweifeln an. Ich kann es nicht widerlegen. Sabo has no money. This place can't be worth much. Where is the money coming from? My father left me this house and some money. Lester took out a second mortgage. I held on to the money and kept my mouth shut. And that's all I'm going to say on the subject. We're leaving, Lorna. But this doesn't add up. We'll be keeping an eye on you. Ach ja, ich hätte das mit dem Versicherungsbrief sagen müssen. Also nehmen müssen, nicht sagen. Wo ist denn hier das Telefon? Oh, das war ja ein sehr ungünstiges Gespräch. Telefon? Ach, da steht's. Boah, ganze Müll. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Any messages? Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks. Na gut, dann fahren wir zum Leichenschauhaus. Ich hätte mich sehr gerne vorher mit dem Fahrer unterhalten. Aber das ist ja anscheinend nicht möglich. So, KSG, komm. Zum Leichenschauhaus. Wo ist das? Ach, oh Gott, ist das erste Mal, dass ich die Karte öffne heute. Straight, right. Und was ist denn das für eine? Spring Street. Die Frühlingsstraße müssen wir da links. Oh. Oh Gott. Ja, Entschuldigung. Ich bin nicht der beste Fahrer, ich war im Krieg. Geht mir bitte alle aus dem Weg. Ines officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211, the shots fired. Okay, da gehen wir mal hin. Oh, ich habe ein Wahrzeichen entdeckt. So, wo ist denn der Officer in Not? Müsste wahrscheinlich nochmal eine Querstraße weiter, da drüben. Ja, ich bin ja da. Ich bin doch da. What's the situation? We got a holdup gone sour. 3 guns locked themselves in with 2 hostages. I tried to go in through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the back. All right, I'll stay here and keep him busy. Let's go. Also die Situation ist nicht lustig, aber bei einem Schusswechsel so entspannt vor der Tür zu stehen und einfach so runter zu erzählen, was gerade passiert, finde ich ein bisschen komisch. Kauski, weißt du, wo du hin
ich mich... Hier ist Dings. Throw out the guns. Number one. Number two und der dritte ist oben. Quick, up the stairs. Get after him. Wo ist er? Okay. Wo ist er denn? Oh nee, der hat da bestimmt eine... Ja, natürlich, eine Geisel. Put the weapon down, now. You fucking ass. Oh Gott. Car 11K. I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. I notify my supervisor in the corner. 11K, roger on the ambulance in corner. Your supervisor will be notified. All units, 11K reports code 4 on the shooting at 333 South Main Street. Globe Jewelry and Loan. Wenn der Gerichtsmediziner kommt, wollen wir uns nicht einfach hier treffen? Dann muss ich jetzt nicht zu dem fahren? Ey. Naja, anscheinend nicht. Wir fahren hin. Gibt es hier zufällig noch irgendein Fahrzeug, was ich mitnehmen kann? Wo sind wir denn? Da sind wir. Ach, ich muss hier übrigens noch zu dem Stadtarchiv. Warte mal, wir fahren mal nächste links und dann die Broadway wieder rechts. Da hinten ist ein Auto. Ja, nehmen wir aber nicht mit. Obwohl, ich habe das Stadtarchiv schon. Brauche ich gar nicht mehr holen. Ich habe ja die Erfahrungspunkte auch schon bekommen. Ist das hier Broadway? Ja, da rechts ist das Stadtarchiv. Also, müsste... Nee. Ist das das? Nee, das hier links müsste es sein, ne? Ach, I don't know. Irgendein Gebäude war es. Und da hinten haben wir dann auch den Gerichtsmediziner. Müsste dieses Gebäude da links hier sein, oder? Das hier? Ja. Los Angeles County Morgue. Leichenschauhaus. Na dann. Gucken wir mal. Hallo. Da. Whoa! We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder 1. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Sabo als Witness? Going to church doesn't Also, make you any more Christian than standing in the water. wer sagt denn, dass wer sagt denn, dass sie ihn getötet hat? Also es kann ja Sabo auch selber gewesen sein. Warte mal, ich will mal ganz kurz nur die Autos hier quasi mir nehmen. So, ach, hier, da vorne ist auch unser richtiges Auto. So, kommt, schnell. Wir müssen einen Mörder festnehmen. Oder eine Mörderin, je nachdem. Kowski. Entschuldigung. Oh, Bukowski. Mann, Mann, Mann. Nicht hier so eine kleinen Versteckspielchen mit dir. Na dann. Sirene an und los geht's. Nee, ich hab grad, sorry, keine Zeit. Ich hab grad keine Zeit.
Beim nächsten Mal vielleicht. Okay, wo müssen wir denn lang? Ach, okay, jetzt hier links. Entschuldigung. Und dann rechts. Und ich weiß schon wieder nicht, welches Haus es war, aber es müsste hier links irgendwo sein. Ach, das ist es doch. Okay, über eine Stunde später. You've spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand Nice of you jury. to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you had Leroy, all shut the up! bases covered, baby. I had nothing to do You with it. think I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! It's too Oha. late, Sabo. Ich würde ihn gern lebend haben. Ah, damn, Alter. Mieses Stück Scheiße. Ich will ihn eigentlich nicht erschießen. Oh nein, ganz knapp daneben. Wo ist er denn? Alter Sabo. Ganz ehrlich. Wo ist er denn? Oh, der nimmt sich bestimmt gleich wieder jemanden. Natürlich. You come any closer and I will pull the trigger. Put the weapon down now. Ist so ein Hobby von den Leuten, mal Geiseln zu nehmen. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Gott, 3 Tote. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. A Marriage Made in Heaven. Gefundene Hinweise alle? Fragen richtig? Ja, das war leider nicht das Richtige. So, 4 Sterne. Ja, gut, über den Schaden reden wir nicht. Noch ein Besuch in Rays Bar hätte gezeigt, wie weit Leroy gegangen wäre, um dem Gefängnis zu entgehen. Aber ich hatte doch überhaupt gar nicht die Möglichkeit, nochmal zu Leroys Bar zu gehen. Oder, also zu Rays. Verstehe ich nicht. Naja, okay. Aber gut. 3 Leute tot. Fall geklärt. Unser Chef ist super zufrieden mit uns. Häkchen dran, würde ich sagen.